Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Mach dich bereit, dein Deutsch zu üben und flüssiger zu sprechen. Untertitel sind in vielen Sprachen verfügbar. Du kannst sie in den Videoeinstellungen aktivieren. Und wenn du mitlesen möchtest, findest du den Link zum kostenlosen PDF in der Beschreibung. Los geht's! Hi Jake, wie geht's dir heute? Hi Emma, mir geht's gut, danke. Und dir? Mir geht's auch gut. Heute möchte ich über Karrierewege sprechen. Hast du Zeit, darüber zu plaudern? Ja, ich habe Zeit. Ich rede gerne über Karrieren und Zukunftspläne. Super! Jake, was hast du in der Schule studiert? Ich habe Betriebswirtschaft an der örtlichen Universität studiert. Ich habe über Marketing, Finanzen und Management gelernt. Es war interessant, aber es war viel Arbeit. Das klingt spannend. Ich habe Informatik studiert. Ich habe über Programmierung, Daten und die Erstellung von Software gelernt. Ich habe auch hart gearbeitet, aber es hat mir Spaß gemacht. Ich denke, unser Studium ist wichtig für unsere Karrieren. Nach der Universität habe ich in einer kleinen Marketingagentur gearbeitet. Ich habe bei sozialen Medien und Werbung geholfen. Ich habe als Softwareentwicklerin in einem Tech-Unternehmen gearbeitet. Ich habe Webseiten und Apps entwickelt. Mir hat der kreative Teil meines Jobs gefallen. Das ist cool. Ich finde es toll, dass du kreativ in deiner Arbeit bist. Ich denke jetzt über meinen nächsten Job nach. Ich möchte irgendwann in einem größeren Unternehmen arbeiten oder mein eigenes Geschäft gründen. Dein eigenes Geschäft zu gründen, ist ein großer Schritt. Was für ein Geschäft möchtest du eröffnen? Ich möchte ein kleines Café oder einen Laden für handgemachte Waren eröffnen. Ich liebe es, mit Menschen zu arbeiten und in einem freundlichen Umfeld zu sein. Das klingt wunderbar. Ich hoffe, dass du diesen Traum verwirklichen kannst. Ich denke darüber nach, in das Projektmanagement zu gehen. Ich möchte Teams helfen, zusammenzuarbeiten und Projekte rechtzeitig abzuschließen. Projektmanagement ist eine gute Wahl. Es erfordert gute Kommunikations- und Organisationsfähigkeiten. Ja, das stimmt. Ich möchte auch mehr über Führung lernen. Ich glaube, dass ein guter Führer einen großen Unterschied in einem Team machen kann. So sehe ich das auch. Ich möchte meine Fähigkeiten verbessern und vielleicht einige Kurse in Führung und Management belegen. Das ist eine kluge Idee. Es gibt viele Online-Kurse und Workshops, die uns helfen können, neue Fähigkeiten zu erlernen. Emma, was denkst du, ist das Wichtigste, wenn man einen Karriereweg wählt? Ich denke, es ist wichtig, seiner Leidenschaft zu folgen. Man sollte eine Karriere wählen, die man liebt und die einen glücklich macht. Da stimme ich zu. Wenn man seine Arbeit liebt, fühlt es sich nicht wie Arbeit an. Es macht Spaß und ist erfüllend. Ja, und ich glaube auch, dass man die berufliche Stabilität und das Wachstum berücksichtigen sollte. Eine gute Karriere sollte Möglichkeiten zum Lernen und zur Weiterentwicklung bieten. Das ist wahr. Ich möchte einen Job, der stabil ist und mir Wachstum ermöglicht. Ich möchte nicht in einem Job feststecken, der mich unglücklich macht. Genau. Ich denke, ein Gleichgewicht zwischen Leidenschaft und praktischen Faktoren ist wichtig. Manchmal ist der beste Karriereweg einer, der das kombiniert, was man liebt, mit einer guten Zukunft. Ich habe viele Fragen zu meinem Karriereweg. Oft frage ich mich, ob ich die richtigen Entscheidungen treffe. Es ist normal, Zweifel zu haben. Ich frage mich auch, ob ich den richtigen Job gewählt habe oder ob ich meinen Weg ändern sollte. Wie gehst du mit diesen Zweifeln um? Ich spreche mit meinen Freunden und meiner Familie.
Sie geben mir Ratschläge und Unterstützung. Ich versuche auch, mehr über verschiedene Karrieren zu lernen. Die Recherche neuer Optionen gibt mir ein besseres Gefühl. Das ist eine gute Idee. Ich lese gerne über verschiedene Berufe und schaue mir Videos an, was Menschen so machen. Es hilft mir zu sehen, dass es viele Wege gibt, die man wählen kann. Ja, und manchmal besuche ich Karrieremessen. Ich treffe Leute aus verschiedenen Branchen und lerne über ihre Arbeit. Das ist sehr inspirierend. Ich war noch nie auf einer Karrieremesse. Vielleicht sollte ich beim nächsten Mal hingehen. Ich empfehle es dir. Du kannst Fragen stellen und neue Ideen für deine Zukunft bekommen. Es ist eine großartige Möglichkeit, verschiedene Optionen zu erkunden. Emma, was sind deine Karriereziele für die Zukunft? Ich habe viele Ziele. Ich möchte in einem großen Unternehmen arbeiten, wo ich meine Fähigkeiten im Marketing einsetzen kann. Ich möchte auch reisen und verschiedene Kulturen kennenlernen. Das ist großartig. Ich möchte Projektmanager werden und vielleicht eines Tages mein eigenes Unternehmen gründen. Ich möchte auch meiner Gemeinde helfen, indem ich an lokalen Projekten arbeite. Die Unterstützung deiner Gemeinde ist ein edles Ziel. Ich glaube, dass wir durch unsere Arbeit einen Unterschied machen können. Ja, ich möchte, dass meine Arbeit einen positiven Einfluss auf andere hat. Ich möchte auch weiterhin lernen. Ich plane, weitere Kurse zu belegen und an Workshops teilzunehmen. So sehe ich das auch. Ich möchte neue Fähigkeiten erlernen und mit neuen Technologien auf dem Laufenden bleiben. Ich glaube, lebenslanges Lernen ist wichtig für eine erfolgreiche Karriere. Emma, denkst du, dass Geld ein wichtiger Teil der Berufswahl ist? Geld ist wichtig, aber nicht das Einzige. Ich möchte einen Job, der gut bezahlt ist, aber ich möchte auch glücklich bei der Arbeit sein. Wenn ich nur an Geld denke, könnte ich einen Job wählen, den ich nicht mag. Ich stimme zu. Ich möchte einen Job, der auf viele Arten erfüllend ist, nicht nur finanziell. Ich glaube, dass ein gutes Gehalt und ein glückliches Arbeitsumfeld beide wichtig sind. Ja, es geht darum, ein Gleichgewicht zu finden. Manchmal kann ein Job, den man liebt, anfangs nicht so gut bezahlen, aber er kann zu besseren Möglichkeiten in der Zukunft führen. Das ist wahr. Ich bin bereit, hart zu arbeiten und neue Fähigkeiten zu lernen, selbst wenn mein erster Job nicht viel bezahlt. Ich weiß, dass es mir helfen kann, zu wachsen. Genau. Jede Erfahrung ist eine Chance zu lernen und sich zu verbessern. Ich denke auch über mein Gleichgewicht zwischen Berufs- und Privatleben nach. Ich möchte eine Karriere, die mir Zeit für meine Hobbys und meine Familie lässt. Das ist sehr wichtig. Ich möchte nicht, dass mein Job all meine Zeit in Anspruch nimmt. Ich möchte das Leben außerhalb der Arbeit genießen. Ja, eine gute Karriere sollte deine Lebensziele unterstützen und nicht davon ablenken. Ich möchte reisen, lesen und Zeit mit Freunden verbringen. Ich hoffe, mein zukünftiger Job gibt mir die Zeit, um das zu tun. Ich fühle das Gleiche. Ich möchte hart arbeiten, aber ich möchte auch Spaß haben und mich entspannen. Ein ausgewogenes Leben ist der Schlüssel zum Glück. Jake, wer inspiriert dich bei deinen Karriereentscheidungen? Ich lasse mich von meinem Vater inspirieren. Er hat hart gearbeitet, um sein eigenes kleines Geschäft aufzubauen. Er hat mir immer gesagt, ich solle meinen Träumen folgen und mit Leidenschaft arbeiten. Das ist sehr inspirierend. Meine Mutter ist mein Vorbild. Sie ist Lehrerin und liebt ihre Arbeit. Sie zeigt mir, dass man einen Unterschied machen kann, wenn man sich für das, was man tut, interessiert. Ich bewundere auch Menschen, die in kreativen Bereichen arbeiten. Ich lese oft über Künstler und Unternehmer.
Sie folgen ihren Leidenschaften und verändern die Welt auf kleinen Wegen. Ja, ich lese gerne Erfolgsgeschichten. Sie erinnern mich daran, dass es möglich ist, seine Träume mit harter Arbeit und Entschlossenheit zu verwirklichen. Ich glaube, dass Inspiration wichtig ist. Sie hilft uns, die Möglichkeiten zu sehen und motiviert uns, weiterzumachen. Ich stimme zu. Wenn ich mir über meine Zukunft unsicher bin, schaue ich mir die Geschichten erfolgreicher Menschen an. Das gibt mir Hoffnung und neue Ideen. Emma, wie planst du deine Karriereziele zu erreichen? Ich habe einen Plan. Zuerst möchte ich mehr Erfahrung in meinem aktuellen Job sammeln. Ich werde hart arbeiten und so viel lernen, wie ich kann. Dann plane ich, einige Kurse in Projektmanagement und Marketing zu belegen. Das klingt nach einem guten Plan. Ich möchte auch Kurse belegen, um neue Fähigkeiten zu erlernen. Ich denke an Online-Kurse in digitalem Marketing und Design. Online-Kurse sind eine großartige Idee. Sie sind flexibel und ermöglichen es dir, in deinem eigenen Tempo zu lernen. Ja, ich plane auch, an Workshops und Seminaren teilzunehmen. Ich möchte neue Leute treffen und von Experten lernen. Networking ist auch wichtig. Ich plane, professionellen Gruppen beizutreten und an lokalen Veranstaltungen teilzunehmen. Es ist eine gute Möglichkeit, neue Freunde zu finden und über verschiedene Karrieren zu lernen. Ich stimme zu. Ein Netzwerk aufzubauen kann uns helfen, neue Möglichkeiten zu finden und Ratschläge von anderen zu erhalten. Jaken, denkst du, dass es einfach ist, seinen Karriereweg zu ändern, wenn man möchte? Ich denke, es kann herausfordernd sein, aber es ist möglich. Viele Menschen wechseln die Karriere, wenn sie feststellen, dass ihre erste Wahl nicht richtig für sie ist. Ja, ich habe viele Geschichten gehört von Menschen, die in einem Bereich anfangen und dann in einen anderen wechseln. Das zeigt, dass man immer lernen und wachsen kann. Ich bin offen dafür, meinen Weg zu ändern, wenn ich eine neue Leidenschaft finde. Ich glaube, es ist nie zu spät, seinen Träumen zu folgen. Ich fühle das Gleiche. Wenn ich entscheide, dass Projektmanagement nicht für mich ist, werde ich andere Optionen erkunden. Ich möchte in meiner Arbeit glücklich sein, egal was es kostet. Das ist die richtige Einstellung. Flexibel zu sein und bereit zu sein, neue Dinge zu lernen, ist in der heutigen Welt wichtig. Ja, der Arbeitsmarkt verändert sich ständig. Wir müssen uns anpassen und neugierig bleiben. Emma, welchen Rat würdest du jemandem geben, der einen Karriereweg wählt? Ich würde sagen, folge zuerst deiner Leidenschaft. Wähle eine Karriere, die du liebst und die dich begeistert, jeden Tag zur Arbeit zu gehen. Das ist ein guter Rat. Ich denke auch, dass es wichtig ist, verschiedene Karrieren zu recherchieren. Lerne, was Menschen tun, welche Fähigkeiten sie benötigen und wie der Arbeitsmarkt aussieht. Ja, Wissen ist Macht. Je mehr du weißt, desto besser werden deine Entscheidungen sein. Ich stimme zu. Ich würde auch sagen, dass es wichtig ist, offen zu sein. Manchmal kann sich deine erste Wahl ändern, während du mehr über dich selbst lernst. Das ist wahr. Es ist in Ordnung, seine Meinung zu ändern. Was zählt, ist, dass du weiter versuchst und lernst. Ich glaube, dass es auch sehr wichtig ist, um Rat zu fragen. Sprich mit deiner Familie, deinen Freunden und Mentoren. Sie können dir helfen, verschiedene Optionen zu sehen. Ja, ich frage oft meine Eltern und Lehrer um Rat. Sie unterstützen mich immer und geben mir gute Ideen. Ich werde deinen Rat im Kopf behalten, wenn ich über meine Zukunft nachdenke. Danke, Emma. Gern geschehen, Jake. Ich freue mich, meine Gedanken mit dir zu teilen.
Ich glaube, dass wir uns gegenseitig helfen können, indem wir über unsere Träume und Pläne sprechen. Ich stimme zu. Unsere Gespräche geben mir mehr Vertrauen in meine Entscheidungen. So geht es mir auch. Über unsere Karrierewege zu sprechen, ist eine gute Möglichkeit, gemeinsam zu lernen und zu wachsen. Ich bin froh, dass wir heute dieses Gespräch hatten. Es hilft mir klarer, über meine Zukunft nachzudenken. Ja, Emma, danke für deine Ideen. Ich werde sie berücksichtigen, während ich meine nächsten Schritte plane. Gern geschehen, Jake. Lass uns weiterhin gegenseitig unterstützen, während wir auf unsere Ziele hinarbeiten. Ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Ich lerne immer etwas Neues von dir. Ich auch, Jake. Ich genieße unsere Gespräche. Sie geben mir Hoffnung für die Zukunft. Tolle Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und flüssiger werden? Bitte abonniere und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keines unserer kostenlosen Gesprächstrainings verpasst. Bis zum nächsten Video.